Hallo zusammen, ihr seid Quiltanfänger, habt ganz viele Fragen und manche davon scheinen so simpel, dass man sie eigentlich gar nicht laut stellen möchte. Aber die Antwort fällt einem von alleine auch nicht ein. Dann seid ihr hier genau richtig. Mit unseren kleinen Wirbelblümchen können wir vielleicht ein paar der Probleme aus dem Weg räumen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Pate für unsere Wirbelblümchen stehen die kleinen Stiefmütterchen, die im Moment aus jedem Blumenkübel meiner Stadt hervorblitzen und ein bisschen Farbe in diese jetzt trister werdende Zeit bringen. Unser Wirbelblümchen ist ein flächendeckendes Design. Es kann Lücken füllen, es kann als einzelne Blume stehen und es bietet viel Raum für Variationen. Heute möchten wir uns auf die Grundvariante beschränken. Dazu brauchen wir einen Unter- und einen Oberstoff, eine Fließeinlage, Nähmaschinennadeln, bevorzugt Mikrotex, eine Schere, Garn und Quilthandschuhe. Auf unseren Oberstoff zeichnen wir ein Rechteck mit den Maßen 45 x 35 cm. Das ist ein bisschen größer als ein Tischset und könnte nachher dann auch als Tischset verwendet werden. Wir schneiden den Oberstoff mit einem großzügigen Rand zu. Den Oberstoff legen wir auf eine Fließeinlage, auf unsere Füllung. Die Fließeinlage schneiden wir so zu, dass wir sie deutlich unter unserem Oberstoff sehen können. Wenn wir später quilten, möchten wir alle 3 Lagen im Blick haben und nicht später feststellen, dass sich eine dieser 3 Lagen unter unserem Quilt zusammengeraffelt hat. Wir schneiden den Unterstoff auch wieder mit einem gut sichtbaren Rand zu. Wir haben unsere 3 Stofflagen, also unser Sandwich. Als Füllung habe ich eine 3 cm dicke Fließeinlage gewählt und gebügelt. Dadurch erhält sie mehr Festigkeit. Unsere eingezeichnete Linie ist später die Schnittkante. Wenn wir quilten, sollten wir darauf achten, dass wir gut 1 cm Abstand zu dieser Linie halten. Wir sichern die 3 Stofflagen unseres Sandwiches mit Quiltnadeln. Diese gibt es in 2 Größen. Sie sind auf der einen Seite gebogen, sodass sie über den Stoff wippen. Ich verwende die kleine Quiltnadel und befestige die mit einem Quiltlöffel. Wir quilten von der Mitte nach außen. Unsere 3 Quiltlagen sollten ganz plan aufeinander liegen. Damit sich diese Lagen nicht mehr verschieben, stecken wir sie mit unseren Quiltnadeln zusammen. Unser Quilt-Sandwich ist gesichert und wir können fast loslegen. Beim Quilten bewegen wir unseren Quilt frei unter der Maschine. Um eine gute Kontrolle über die Bewegung zu behalten, sind Quilthandschuhe hilfreich. Unsere Quilthandschuhe haben gummierte Fingerkuppen und erleichtern so die Führung der 3 Stofflagen. Bei meinen habe ich Daumen und Zeigefinger abgeschnitten, damit ich noch greifen kann. Beim Quilten näht die Nadel unserer Maschine auf der Stelle, hier durch den Stift dargestellt, und wir bilden die Muster, indem wir den Quilt unter der Nadel verschieben. Was bedeutet das jetzt für unsere Nähmaschine? Unsere Nähmaschine hat einen Transporteur. Wir nähen einen Stich und der Transporteur schiebt den Stoff weiter. Das möchten wir nicht, wir möchten den Stoff selber verschieben. Darum senken wir den Transporteur ab. Wenn wir jetzt nähen, läuft unser Transporteur abgesenkt weiter. Er beeinflusst weiterhin unsere Naht. Um das zu verhindern, stellen wir die Stichlänge auf 0.
Und nun haben wir genau, was wir wollen. Die Maschine bewegt die Nadel auf und ab und alle übrigen Bewegungen kommen von uns. Nun fehlt uns noch das Motiv. Als Motiv haben wir ein Wirbelblümchen gewählt. Das besteht aus einem Fragezeichen, einem Wirbel, einem Kreis und eingesetzten Blütenblättern. Die Blütenblätter laufen dem Fragezeichenbogen nach. Am Ende der Blüte fahren wir genau unser Fragezeichen nach und setzen Blütenblätter ein. Noch einmal im Detail. Wir quilten ein Fragezeichen. Am Ende unseres Fragezeichens quilten wir einen Wirbel mit einem Kreis. Das Fragezeichen, der Wirbel, der Kreis. Um unseren Kreis herum setzen wir einzelne Blütenblätter. Noch einmal. Wir quilten ein Fragezeichen, einen Wirbel, einen Kreis und setzen die Blütenblätter einzeln auf unseren Bogen. Am Ende der Blüte fahren wir genau unser Fragezeichen zurück, fahren das Fragezeichen ein Stück hoch und setzen einen Schwung als Blatt ein. Fahren runter, fahren hoch, ein Schwung als Blatt. Nun wird es Zeit, das an der Nähmaschine umzusetzen. Wir haben den Oberfaden und den Unterfaden eingespannt. Wir senken unser Füßchen ab und holen den Unterfaden auf die Vorderseite. Wir nähen einen Stich, heben unser Füßchen hoch und ziehen unser Sandwich unter der Nadel ein Stück weg. Dadurch ziehen wir den Unterfaden nach oben, natürlich nur, wenn wir auch den Oberfaden festhalten. Wir greifen beide Fäden und legen sie nach hinten. Senken unser Füßchen ab und vernähen unseren Faden mit 3 bis 4 Stichen. Unsere Nadel bleibt im Stoff stecken. Zuerst quilten wir ein Fragezeichen mit einem Wirbel. Unsere Handposition ist direkt neben dem Nähkopf. Wir quilten das Fragezeichen. Unsere Fäden können wir nun abtrennen, die sind ja vernäht. Und wir quilten den Wirbel. Wenn uns eine Nadel im Weg ist, entfernen wir die einfach. Wir nähen den Kreis und um diesen Kreis setzen wir jedes einzelne Blütenblatt. Wir nähen ein Blatt und der letzte Stich ist am Kreis. Wir nähen ein Blatt, der letzte Stich ist am Kreis. Wir nähen das nächste Blatt und der Stich endet auf unserem Bogen. Das nächste Blatt, Ende am Bogen. Wir starten am Wirbel und enden am Wirbel mit jedem Bogen, den wir nähen. Wir nähen unseren Stiel genau auf der schon genähten Linie entlang zurück, nur ein Stück.
nähen wieder hoch, das ist schon der Ansatz vom Blatt, und scheren in einer Wellenbewegung vom Blümchen weg und wieder zum Blümchen zurück. Noch einmal. Wir fahren unseren Stiel genau auf der Stiellinie entlang nach unten, fahren die gleiche Linie zurück nach oben und scheren aus. Nähen eine Welle, die wieder auf unserem Stiel endet. Und das ist unser Blümchen. Von diesem Punkt aus können wir überall hin weiternähen. Wir quilten erneut ein Fragezeichen, einen Wirbel, einen Kreis. Unsere Stiche werden größer, wenn die Maschine langsam näht und wir den Stoff schnell bewegen. Unsere Stiche werden kleiner, wenn die Maschine schnell näht und wir den Stoff langsam bewegen. Wir versuchen, das ideale Zeitverhältnis herauszufinden. In welchem Tempo müssen wir unseren Quilt unter der Nadel verschieben und mit welchem Tempo drücken wir das Gaspedal an der Nähmaschine. Das ist ein bisschen Übung, aber das findet ihr heraus. Wir starten vom Kreis und nähen einzelne Blätter um unseren Kreis und nähen die Blätter weiter an unserem Wirbel entlang. Fahren unseren Stiel entlang und quilten ein Blatt. Nach jedem Blümchen legen wir die Richtung erneut fest. Hier können wir noch ein Blatt quilten, um das nächste Blümchen aus der Blattachse heraus entstehen zu lassen. Unser Fragezeichen, unser Wirbel und unser Kreis. Unsere Blätter um unseren Kreis herum und wir lassen die Blätter am Wirbel fortlaufen. Wir fahren den Stiel genau auf der genähten Linie entlang nach unten, wieder ein Stück hoch, scheren aus in einem Bogen, um das Blatt entstehen zu lassen. Nähen nach unten, nähen nach oben und scheren aus. Wenn wir nun zu einer ganz anderen Richtung wandern wollen, fahren wir einfach unsere schon genähte Linie entlang. Diese Linie bringt uns zu jedem Punkt auf unserem Quilt. Wir möchten das ganze Motiv mit dem gleichen Faden nähen. Manchmal möchten wir auch unterschiedliche Farben verwenden. Solange wir eine Farbe verwenden, möchten wir das aus einem Faden machen, den wir nicht zwischendurch vernähen. Und wir führen unser Motiv fort, bis unsere Fläche so gefüllt ist, dass es für uns Sinn macht. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr den Kanal abonniert habt oder vielleicht auch abonnieren werdet. Es freut mich sehr, wenn ihr den Kanal mit euren Freunden teilt und das eine oder andere ausprobiert. Und wenn ihr das macht, sagt mir bitte Bescheid, wie es euch ergangen ist, damit meine Erklärungen besser werden können. Vielen Dank an euch. Zum Kilten habe ich hier den offenen Quiltfuß eingesetzt. Ihr könnt jeden Quiltfuß verwenden, mit dem ihr gerne arbeitet. Als Nadel habe ich Mikrotex eingesetzt, weil die Mikrotex-Nadel einer großen Belastung standhält und beim Quilten belasten wir die Nadel. Wenn unser Motiv fertig ist, vernähen wir unseren Faden. Wir nähen dreimal auf der Stelle, ziehen den Oberfaden ein Stück heraus, setzen auf der gleichen Stelle wieder ein,
Wir nähen einen Stich, um wieder unseren Unterfaden nach oben ziehen zu können, wie am Anfang. Und schneiden das Ganze ab. Unser Patch ist nun mit Wirbelblümchen gefüllt. Wie aus unserem Patch ein Tischset wird, das erfahrt ihr im nächsten Video. Da geht es um Briefecken. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video. Ich hoffe, ihr gebt dem Blümchen eine Chance und probiert das selber mal aus. Quilten macht wirklich viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Viel Freude beim Quilten. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.